Wir dürfen euch eine ganz coole Story erzählen. Wir nehmen MTB News mit über die ganze Saison 2023. Wir sind im Weltcup unterwegs seit nun etlichen Jahren mit unseren eigenen Bikes. Wir hatten ein paar erfolgreiche Resultate, konnten im 21 etwas Neues aufbauen. Das ist das CNC-Projekt, wo wir seit nun 3 Jahren dabei sind. Und wir haben jetzt ein neues, frisches Schweizer Fahrerteam aufgebaut. Hallo und herzlich willkommen bei GAMX Factory Racing. Ich bin Romeo Gairoli und damit ihr ein bisschen wisst, wer was macht und wer ist, stelle ich euch kurz unser Team vor. Wir haben die Fahrer, zwei junge Fahrer. Einerseits Lino Lehmann, Elitefahrer. Zweiter Fahrer ist Mike Hutter. Wir sind hier in Finale Ligure, genau gesagt in Felino. Das ist eigentlich immer unser Start in die Saison. In Felino testen wir auch Pinot Morto und Little Champery. Dort haben wir über die letzten paar Jahre so ein bisschen die Grundlagen gesucht. Wir wissen, wo wir hin müssen mit Balance, mit Velolänge, mit allem eigentlich, was das Bike anbelangt. Was wir machen? Wir gehen einkaufen. Viele Teams an Weltcups, die sieht man am Morgen kommen die ins Racepit und am Abend gehen die wieder, aber wie die sich verpflegen, sieht man eigentlich selten. Wir haben eigentlich schon seit Jahren immer unseren eigenen Koch dabei, also unsere eigene Köchin. Das ist Brigitta Tinner. Die kocht mega gut und die schaut eigentlich auch immer, dass die Fahrer nicht zu wenig kriegen, dass wir ausgeglichen essen. Dieses Jahr wird Brig noch verstärkt durch Irene Hutter. Das ist die Mama von Mike. Ja, jetzt filmt's, oder? Tag 2 hier in Italien. Heute testeten wir 29 Zoll Hinterräder, also Full 29er Setup. Ja, heute war ein sehr guter Tag fürs Testen. Fühlte mich sehr wohl, war sehr cool zum Fahren. Und dann haben wir auch noch ausprobiert mit einem längeren Reach, 5 mm. Das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben für dieses Jahr 2, 3 kleine Wechsel gehabt. Wir haben einen neuen Fahrer. Das ist aktuell der Fahrer mit den orangen Griffen, Mike Hutter. Er ist aufgestiegen von U17 zu U19, also seine erste Weltcup-Saison im GAMX Factory Racing Team. Er hat seine letzte Saison, also die letzten 2 Saisons bei uns bestritten. Er war in der GAMX Academy. Wir haben ihn dort ein bisschen großgezogen, ein bisschen geformt, natürlich in seinen natürlichen Formen, dass er dann fürs 23 ins Factory Team reinpassen wird. Zusammen mit Lino Lehmann haben wir 2 Fahrer am Start. Und wir haben so eine super Kombination von 2 jungen Schweizer Athleten, die top motiviert sind, um geile Resultate zu bringen. Hi. Hi. Gar nicht aufgeklappt. Im Testing geht es vor allem darum, die ersten Erkenntnisse zu treffen, Rahmenlänge, Radgröße und so weiter, sodass dann auch dementsprechend die Racebikes auf die Saison hin perfekt funktionieren. Und von daher ist es hier recht optimal. Man hat schnelle Shuttle-Laps.
Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, Sie wollen es auf Hauchdeutsch? Auch Deutsch? Nein, mir ist wurscht. Okay, wurscht. Und das war auch hier das Hauptziel, gewisse Dinge auszuprobieren, Lenkerhöhen, Balance des Rades. Und ich glaube, da konnten wir recht viel mit den Athleten herausfinden, was sie präferieren und dann dementsprechend auch so die Bikes planen für die Race-Saison. Mich sieht man natürlich immer ein bisschen weniger, sage ich mal. Das ist aber auch absolut okay oder soll so sein. In solchen Testcamps stelle ich mich komplett in den Dienst des Teams. Das heißt, ich shuttle die Jungs hoch und runter, auch wenn es am Schluss mal noch in die NATO-Base hochgeht für eine Enduro-Lab. Heute war Tag 3 hier im Finale. War sehr gut. Wirklich sehr gutes Wochenende hinter mir. Viel getestet, gut das Bike einstellen können, soweit, sofern. Und ja, hat Spaß gemacht. Und dann ja, im Allgemeinen diese 3 Tage auf dem Downhill-Bike waren extrem cool, hat extrem viel Spaß gemacht. Wir haben noch neues Material bekommen. Spezifisch eigentlich nur Dämpfer und Riemen haben wir noch dabei. Seit 2 Jahren sind wir zusammen mit Gates Carbon Drive dran, den Riemen zuzulassen bei der UCI für den Weltcup. Bis anhin stand im Reglement leider nur als Wort Kette. Das konnten wir jetzt glücklicherweise kurz vor Weihnachten bekamen wir die Bestätigung. Das heißt, wir sind dieses Jahr mit dem Riemenantrieb, mit dem Gates Carbon Drive unterwegs. Und das vervollständigt für uns natürlich das komplette Paket. Meine Opinion für uns ist ein essentieller Bestandteil des Rahmenkonzepts, der Philosophie. Und da macht es nur Sinn, einen Riemen zu fahren. Und jetzt dürfen wir endlich, es ist nicht nur einfach, dass es nur Sinn macht, den Riemen zu fahren oder dass es nice ist, es hat effektiv auch Vorteile für uns. Reliability oder Zuverlässigkeit, besser gesagt, ist eigentlich kein Problem mehr. Also, wer weiß, wie die Riemen halten, der weiß, dass wir wahrscheinlich die ganze Saison keinen einzigen Riemen verschleißen werden. Die Tests vom letzten Jahr sahen sehr positiv aus. Und zudem, was auch noch ganz cool ist, ist die Kraftübertragung. Ist sehr direkt, macht richtig Spaß für die Jungs. Sie haben auch so gleich gesagt, sie fühlen sich wohl. Und natürlich für die Athleten fast das Coolste, man hört gar nichts mehr. Also wir haben weder irgendwie Slapper-Tape noch irgendwas. Man hört nichts. Mike wurde ja letztes Jahr, also 2022, International Rookies World Champ in Schladming. Pro-Taper hat gedacht, hey, so geil, wir machen einen goldigen Lenker für unseren kleinen Weltmeister. Vlog live. Also, Vlog live. Das ist Flop live. Vlog live, Vlog live. Hallo. Wow.
these nuts. Heute an unserem Rest Day ein bisschen Sightseeing für die Jungs, ein bisschen was anderes, statt nur Unterkunft und Teststrecke. Also du bist am Filmen, nicht am Testen. Unser Hauptfokus jetzt Januar, Februar, März ist sicherlich auf einzelnen Komponenten diese zu testen. Jetzt dieses Testcamp sind wir 2 Blöcke an 2 Tagen fahren hier mit einer Ruhepause. Dort ist Hauptfokus auf Suspension. Wir haben von Manitou neue Dämpfer erhalten. Wir haben natürlich dieses Jahr den Vorteil, dass wir auf dem gleichen Bike testen, wie wir letztes Jahr im Weltcup unterwegs waren. Sprich, das Material ist zu großen Teil noch das gleiche. Die größten Veränderungen, die wir bis jetzt gemacht haben, ist das Heck. Wir sind von einem mehrteiligen Heck auf ein Monolink umgestiegen, was der Steifigkeit ein bisschen hilft fürs ganze Rad. Heute war der zweitletzte Tag vom Testcamp. Bis jetzt war der Main-Fokus vor allem auf der Suspension, da auch noch Chris Bartek hier war von Manitou. Ich mag meine Suspension balanciert, dass das Bike nicht zu tief im Federweg steht, vorne wie hinten. Ich mag's schnell. Ja, du. Ja, ich kann Lust mehr halten.